Wickschweißen, Mackschweißen, Mixschweißen, Fülldrahtschweißen ohne Gas, Elektrodenschweißen, ganz neu jetzt noch Laserschweißen. So viele verschiedene Verfahren, so viele verschiedene Werkstoffe, da steigt am Ende des Tages kein Schwein mehr durch. Und oft will man nur wissen, was kann ich wofür nutzen, was kann ich dafür nutzen, dass ich auch gerade als Einsteiger, als Gelegenheitsschweißer schnell erste Ergebnisse erzielen kann. Und mit dieser ganzen Verwirrung machen wir heute Schluss. Wir gucken uns die verschiedenen Schweißverfahren an und ich werde euch sagen, was ist wofür geeignet, womit kann man schnell erste Ergebnisse erzielen, wo muss man ein bisschen länger mitarbeiten. Das heißt, wir gucken uns die verschiedenen Schweißverfahren an. Wir fangen gleich an mit dem Elektrodenschweißen. Die gute alte Stabelektrode ist zum Schweißen der verschiedensten Werkstoffe geeignet. Wir brauchen dafür im Prinzip nur einen kleinen Inverter zum Elektrodenschweißen. Die sind sehr billig, die fangen schon an ab ca. 100 Euro. Und wenn man das Gerät hier sieht, das kostet glaube ich 119 Euro, damit kann man schon richtig gut Elektroden schweißen. Es gibt Elektroden für nahezu alle Werkstoffe. Alles, was man schweißen will, kann man im Prinzip mit der Elektrode schweißen. Riesenproblem bei der Elektrode ist wirklich nur, Elektrodenschweißen ist nicht so ganz einfach. Anfänger scheitern oft schon damit, dass sie die Elektrode überhaupt zünden. Und wenn man dann die ersten Nähte geschweißt hat, dann sieht das wirklich unterirdisch aus. Was ich damit sagen will, Elektrodenschweißen bietet unglaubliche Möglichkeiten. Es ist unglaublich flexibel, weil man im Prinzip nur eine Steckdose braucht. Man braucht keine Gasflasche. Aber es ist natürlich auch alles andere als einfach in der Anwendung. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Das heißt, viele Leute kaufen sich Elektrodenschweißgeräte, versuchen dann damit zu schweißen und schaffen es meistens nicht mal vernünftig zu zünden, geschweige denn vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Anfänger sind da wirklich oft, dass sie da tagelang üben müssen, bevor sie erste Ergebnisse erzielen. Aber Riesenvorteil, ganz einfaches Gerät. Und ganz einfache Technik, bezahlbare Technik. Man braucht keine Gasflasche. Es gibt für alles Elektroden. Man sollte aber wirklich immer qualitativ hochwertige Elektroden verwenden. Zum Beispiel von Böhler, zum Beispiel von Kehlberg. Gibt es verschiedene Hersteller, die da wirklich qualitativ hochwertige Elektroden bieten. Ich habe zum Beispiel neulich mal welche für 3,99 € aus einem sehr bekannten Discounter mitgenommen. Ich habe einen absoluten Profi im Elektrodenschweißen hier gehabt, der mich besucht hat. Ich habe gesagt, versuch mal damit zu schweißen. Der hat es nicht hingekriegt. Das heißt, die Elektrode spielt hier auch eine große Rolle und natürlich Erfahrung und ganz, ganz viel Übung. Elektrodenschweißen empfehle ich wirklich nur demjenigen, der sich da wirklich stark mit beschäftigen will, der sich damit viel beschäftigen will. Ansonsten hat man hier wirklich nur dieses kleine, kompakte Gerät. Ich habe hier ein E-Handkabel, da wird die Stabelektrode drin aufgenommen. Ich habe hier meine Stabelektrode je nach Werkstoff und je nach Materialstärke, was ich da gerne verschweißen möchte. Und ich habe ein Massekabel, das kommt an mein Bauteil und dann kann ich damit schweißen. Hört sich wie gesagt sehr, sehr simpel an, aber die Ausführung ist wirklich oft alles andere als einfach. Das heißt, die Elektrode ist eigentlich ein super Schweißverfahren. Problem ist nur, die Anwendung ist alles andere als einfach. Und was noch dazu kommt, eine Elektrode hat auch Probleme, sehr dünnes Material zu schweißen. Dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig und da gibt es sehr wenige Leute, die sowas überhaupt hinbekommen. Es gibt aber eine schöne Alternative und das ist das Fülldrahtschweißen ohne Gas. Das heißt, ich habe hier zwei Rollen, das sind Fülldrahtrollen, ein Fülldraht ohne Gas und mit dem kann man auch schweißen, ähnlich wie das Schutzgas schweißen, nur man braucht kein Schutzgas. Man braucht dazu ein einfaches Gerät, man braucht keine teure, aufwendige Gasflasche, man ist dabei maximal mobil. Genau wie das Elektrodenschweißen kann man das auch problemlos draußen ausführen, auch wenn ein bisschen Wind weht. Das heißt, es ist kein Schutzgas da, dementsprechend kann auch keins wegwehen. Es macht also keine Probleme. Wir haben hier ein Röhrchendraht. Der Röhrchendraht ist innen gefüllt. Und durch diese Füllung bildet sich eine gewisse Schlacke und es bildet sich auch ein gewisses Gas. Aber dieses Gas, auch wenn es ein bisschen weht, das ist nicht so schlimm. Man kann hier trotzdem mitschweißen. Das Ganze hat den riesen Vorteil, wie gesagt, keine Gasflasche, einfaches Gerät, einfache Anwendung. Ich habe hier Leute,
die kriegen das nach 10 bis 15 Minuten wirklich hin, damit erste Ergebnisse zu erzielen. Ich habe da sogar mal so einen kleinen Report geschrieben, in 15 Minuten zur ersten eigenen Schweißnaht. Und das ist wirklich möglich. Also es ist ein sehr einfaches, sehr günstiges Schweißverfahren, das man auch draußen ausführen kann. Man ist damit mobil und es ist viel, viel einfacher, damit erste Ergebnisse zu erzielen als mit einer Schweißelektrode. Jetzt werden natürlich viele sagen, das hört sich viel zu gut an, um wahr zu sein. Da muss doch auch irgendwo ein Haken dran sein. Und es gibt genau 2 Haken, die wirklich massiv sind, die da dran sind. Der erste Haken ist, das Ganze spritzt. Das heißt, ich habe hinterher Spritzer, ich habe eine Schlacke, das muss ich abreinigen. Das ist ein riesengroßes Problem. Und das zweite riesengroße Problem bei dem Verfahren sind die Dämpfe. Das heißt, es entstehen Dämpfe, ähnlich wie beim Elektrodenschweißen, und die sind auch beim Elektrodenschweißen sehr ungesund und beim Fülldrahtschweißen auch. Das heißt, das Ganze muss man am besten draußen ausführen oder man muss eine Absaugung haben oder man muss wirklich den Raum sehr, sehr gut lüften und gleichzeitig zum Beispiel eine FFP2, FFP3-Maske aufhaben. Das sind also diese riesen beiden Nachteile und darum sagen viele Leute, ich schweiße doch lieber mit Schutzgas. Mittlerweile gibt es den Fülldraht nicht nur für Stahl, sondern halt auch für Edelstahl. Zusammenfassend kann man sagen, das Fülldrahtschweißen ist sehr einfach in der Anwendung. Es ist damit möglich, vom Auto bis zu irgendwelchen Stahlkonstruktionen, egal ob in Stahl oder in Edelstahl, das damit zu schweißen. Nachteil sind die Dämpfe und Riesennachteil sind natürlich die Spritzer. Das heißt, es ist wirklich kein sonderlich sauberes Schweißverfahren. Ich habe aber weder eine Gasflasche noch irgendeine teure andere Ausrüstung, die ich brauche. Ich brauche im Prinzip nur das Gerät, den Zusatz und meine Schutzausrüstung. Wir hatten jetzt 2 Geräte, die ohne Schutzgas schweißen, also das Elektrodenschweißen und das Fülldrahtschweißen ohne Gas. Jetzt haben wir hier Mic-Mac-Schweißgeräte, das heißt sogenannte Schutzgas-Schweißgeräte. Verschiedene Vertreter, das heißt in der Mitte ein absolutes Einsteigergerät, rechts ein gutes Mic-Mac-Schweißgerät und links ist jetzt ein Gerät, das hat die sogenannte Impulstechnik. Verschiedene Geräte werden wir uns angucken. Ganz große Frage ist immer MIG und MAG, so heißt es. Mic-Mac ist umgangssprachlich, technisch korrekt ist MIG und MAG, sage ich aber auch nie. Was ist der Unterschied? Sind das verschiedene Geräte, fragen mich Leute. Nein, der ganz große Unterschied ist, welches Schutzgas verwende ich. Das heißt, je nachdem, welchen Zusatz ich verschweiße, brauche ich ein anderes Schutzgas. Habe ich Argon als Schutzgas, also ein inertes Gas, dann heißt es MIG-Schweißen, Metall-Inertgas-Schweißen. Habe ich ein aktives Gas, wie zum Beispiel CO2, dann heißt es Metallaktivgas-Schweißen. Meistens schweiße ich heute nicht mehr mit CO2 zum Beispiel, sondern mit einem Mischgas. Dann habe ich einen aktiven Teil und dann sagt man zu dem Schweißverfahren auch MAG-Schweißen oder MAG-Schweißen. Das heißt, es ist im Prinzip egal, was das Schweißgerät ist. Das Mic-Mac ist der Unterschied wirklich nur das Gas, das ich verwende. Also es sind keine unterschiedlichen Geräte. Riesenvorteil bei den Geräten ist jetzt im Gegensatz zu den Geräten, die ich vorher hatte, also das Elektrodenschweißen oder das Fülldrahtschweißen, dass ich hier ein deutlich saubereres Schweißverfahren habe. Ich habe mit den modernen Geräten einen nahezu spritzerfreien Prozess. Das liegt aber auch so ein bisschen immer an der Handhabung, wie man mit so einem Gerät schweißt. Aber es ist deutlich sauberer. Ich habe immer noch Dämpfe, die ich nicht einatmen sollte. Das heißt, man sollte immer für eine gute Raumlüftung sorgen. Ich empfehle immer einen FFP2-Mundschutz, FFP3-Mundschutz. Oder noch besser ist, wenn man irgendwie eine kleine Absaugung hat. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten auch schon auf meinem Kanal gezeigt. Das heißt aber, mit den Geräten kann man deutlich ordentlicher schweißen, deutlich sauberer schweißen. Man kann damit vernünftig mit allen 3 Geräten sein Kfz schweißen. Man kann damit Stahlbau schweißen. Man kann damit verschiedene andere Werkstoffe verschweißen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein mit den verschiedensten Gasen. 3 Geräte, die stehen für 3 Geräteklassen, das heißt Einsteigerklasse in der Mitte, rechts die fortgeschrittene Klasse, wo man wirklich mehr Möglichkeiten hat und links, das steht für ein Gerät, das halt die moderne Impulstechnik, den sogenannten Puls beinhaltet.
Wir gucken uns so ein Gerät mal ein bisschen näher an. Das heißt, ich habe hier hinten eine Aufnahme für eine Drahtrolle. Das ist eine sogenannte D200-Rolle. Da sind 2 Kilogramm, in dem Fall Aluminiumdraht drauf. Wenn das eine Stahldraht da drauf wäre, ein SG2-Draht, dann wären das 5 Kilo. Die meisten Geräte in dieser Klasse, in dieser Größe, können diese D200 und die kleinen 1 Kilogramm Rollen, die D100 Rollen verschweißen. Ich habe hier so ein kleines Reinigungsvlies, verwende ich immer gerne, und ich habe hier die Drahtvorschubeinheit. Im Prinzip, wenn ich hier vorne an meinem Brenner drauf drücke, passiert Folgendes: Die Drahtvorschubeinheit fördert den Draht, der Draht kommt hier vorne durch und der Draht ist die abschmelzende Elektrode. Ja? Das heißt, ich habe hier ein 3 Meter Schlauchpaket, ich empfehle immer maximal 4 Meter als Schlauchpaket. Es gibt die verschiedensten Drahtvorschubeinheiten. Das ist ein sogenannter 2-Rollen-Drahtvorschub. Das heißt, ich habe unten eine Rolle, oben eine Rolle. Hier ist eine Besonderheit. Hier werden beide Rollen angetrieben, die obere wie die untere. Es gibt dann noch sogenannte 4-Rollen-Drahtvorschubeinheiten. Und da ist ganz besonders darauf zu achten. Das heißt, was will ich denn machen? Habe ich hier ein Gerät mit einer 15 Kilo Rolle, dann würde ich immer eine 4-Rollen-Drahtvorschubeinheit empfehlen. Habe ich hier so ein kleines Gerät mit so einer kleinen Rolle oder sogar nur mit einer 1 Kilo Rolle, dann reicht immer vollkommen so eine Drahtvorschubeinheit. Das heißt, hier sind sogar beide Rollen angetrieben. Bei einer normalen Drahtvorschubeinheit, die man so findet, 2 Rollen Drahtvorschubeinheit, da ist sogar nur die untere Rolle. Das heißt, dieses Zahnrad hier oben, das fehlt dann vollkommen. Aber auch die Drahtvorschubeinheiten, wenn die eine vernünftige Qualität haben, dann reicht das vollkommen aus. Das heißt, sowas ist ein Einsteigergerät. Und mit so einem Einsteigergerät kann man, wie gesagt, Stahl schweißen mit oder ohne Schutzgas, hat noch 2, 3 andere Möglichkeiten und das war's. Hier habe ich ein MEW 201, das heißt, an dem Gerät kann ich alles einstellen, was ich will. Ich kann hier ganz normal einstellen, Drahtvorschub, ich kann Spannung einstellen, ich kann Ampere einstellen, ich kann das in allen Bereichen wählen und kann damit halt wirklich nicht nur Stahl schweißen, ich kann auch Aluminium bedingt schweißen, ich kann QSI 3 löten, ich kann Edelstahl schweißen, kann alles wirklich separat einstellen, habe halt viel, viel mehr Möglichkeiten. Das ist eigentlich, diese Einsteigergeräte sind aus meiner Sicht geeignet für jemanden, der ein bisschen am Auto schweißen will, ein bisschen Stahl schweißen möchte und halt nicht die Welt ausgeben möchte. Ich bin immer ein Freund davon, sich ein Gerät zu kaufen, mit dem man langfristig vernünftig arbeiten kann. Das sind dann meistens solche MIG-Mac-Schweißgeräte, mit denen man wirklich auch alles einstellen kann, wo man manuelle Programme hat. Das heißt, hier bei so einer Geräteklasse habe ich hier einfach die Möglichkeit, Fülldraht oder Mischgas auszuwählen. Dann kann ich das hier einfach mit einem Drehregler einstellen und ein bisschen korrigieren. Das war's. Hier kann ich wirklich alles separat einstellen. Und da gibt es halt viele Geräte, die sowas können. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Ein sehr, sehr schönes Beispiel, ist aktuell so mein Favorit, den ich viel empfehle. Aber es gibt so viele andere Geräte in dem Bereich, das muss man ganz klar sagen. Hier kann man wirklich alles einstellen, hat ein vernünftiges Schlauchpaket, einen vernünftigen Drahtvorschub. Und das reicht im Prinzip mit den 200 Ampere, dass man hier wirklich auch dicke Materialien, auch mal 10, 12 mm verschweißt. Da muss man dann mit mehreren Lagen arbeiten. Aber damit kann man wirklich vernünftig schweißen. Und damit kann man zum Beispiel ohne Schutzgas auch erstmal mit einem Fülldraht anfangen. Man kann hier Elektrode schweißen und hat noch verschiedene andere Möglichkeiten. Es gibt da separate Videos zu dem Gerät. Jetzt gibt es natürlich noch viele andere Features, die man sich auch wünscht, die man auch im professionellen Bereich findet. Und da ist das sogenannte Pulsschweißen. Das Pulsschweißen, darum habe ich das MEW 202 hergeholt, das ist die sogenannte Impulstechnik. Und Puls ist natürlich heute so ein Schlagwort. Alle Leute reden, ich will ein MIG-Mac-Schweißgerät mit Puls, wo Lidl vor einem Jahr so ein Gerät rausgebracht hat mit Puls für 399 €, waren die Leute alle wie verrückt. Und am Ende des Tages muss man sagen, von wegen, der normale Hobby-Schweißer braucht kein MIG-Mac-Schweißgerät mit Puls, außer er will wirklich viel Edelstahl schweißen, er will viel Aluminium schweißen. Dann bietet sich das wirklich an. Oder er will auch wirklich mal dickeren Stahl schweißen. Dann ist es auch eine Option. So, was macht der Puls? Ich habe hier 136 Ampere zum Beispiel eingestellt. Das ist ein Mittelwert beim Strom. Und dann geht der Strom immer hoch und runter mit einer sehr hohen Frequenz. Das macht das Gerät alles automatisch. Ich wähle hier nur Puls aus. Und dann ist es halt so, dass der Lichtbogen extrem stark fokussiert wird. Und durch diese Fokussierung
kann ich gerade die Oxidschicht beim Aluminium deutlich besser aufbrechen. Durch diese Fokussierung kann ich besser Edelstahl, also Chrom-Nickel-Stahl schweißen. Und durch diese Fokussierung kriege ich einen deutlich energetischeren Lichtbogen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Stahl besser schweißen. Man sagt dem Puls auch nach, dass man da deutlich spritzerfreier mit schweißen kann. Das liegt auch immer viel an der Handhabung des Schweißers, aber im Prinzip ist es eine sehr einfache Methode zu schweißen. Es funktioniert wirklich in vielen Bereichen sehr gut, aber auch nur, wenn das Gerät das umsetzt. Der Puls ist immer wirklich auch auf den Werkstoff oder die Frequenzen, das Programm ist auf den Werkstoff angepasst. Das heißt, es gibt mittlerweile Mic-Mac-Schweißgeräte mit Puls, die unterscheiden aber nicht zwischen den verschiedensten Werkstoffen. Das würde ich mir in der Form nicht kaufen. Wenn ich hier so ein Gerät habe, kann ich hier einfach gucken. Ich habe hier die verschiedensten Werkstoffe, habe hier die verschiedensten Materialien. Das wähle ich einfach aus, welchen Werkstoff ich schweißen will, und das Gerät stellt sich im Prinzip von selber ein. Das ist wirklich modernste Technik, und das ist, wenn man sich ein Gerät mit Puls kauft, auch, denke ich mal, sowas, was heute wirklich Stand der Technik sein sollte. Das Gerät ist an, man hört es nicht, es hat einen temperaturgesteuerten Lüfter. Das ist halt auch so ein Feature, was auch heute sehr, sehr üblich schon in vielen Bereichen ist und sehr, sehr beliebt ist. Gerät geht erst wieder an, wie von Zauberhand, wenn ich anfange zu schweißen. Das heißt, es gibt im Prinzip verschiedene Klassen von Geräten. Es gibt Einsteigergeräte, das wäre sowas hier, sehr einfach gehalten, aber auch sehr günstig. Und es gibt die normalen Mic-Mac-Schweißgeräte. Und dann gibt es halt nochmal die Abstufung mit Geräten, die auch die Impulstechnik, den sogenannten Puls, beinhalten. Es würde noch den Sprühlichtbogen geben. Das wäre mit dem Gerät zum Beispiel möglich, bedingt mit dem Gerät halt nicht. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Was ich mir noch mal kurz mit euch angucken möchte, ist das Thema Schutzgas. Erst mal ganz kurz auf die Schnelle, welches Schutzgas verwende ich wofür? Es gibt verschiedene Flaschenarten. Ich habe noch diese 20 Liter Flaschen. Heutzutage verwende ich diese Excel-Top Flaschen. Bin ich auch sehr zufrieden. Da ist der Druckminderer mit integriert und die mietet man. Das sind hier Kaufflaschen. Was braucht man jetzt zum Schweißen mit dem Mic-Mac-Schweißgerät? Das heißt, wir haben das klassische Mac-Schweißen von Stahl. Da nehmen wir ein Schutzgas, 82% Argon, 18% CO2. Mit reinem Argon funktioniert das nicht, Stahl zu schweißen. Die Naht liegt auf wie eine Wurst. Es gibt da Videos von mir zu. Sollte man wirklich nicht versuchen. Und die modernen Programme an dem Gerät, die sind auch wirklich auf das Schutzgas ausgelegt. 82,18. Damit kann ich auch bedingt Edelstahl schweißen. Warum bedingt? Technisch korrekt ist ein niedrigerer CO2-Anteil. Ich bin mittlerweile aber auch dazu übergegangen, dass ich meistens, wenn ich Edelstahl schweiße, mit einem Mic-Mac-Schweißgerät auch das 8218 verwende. Also kann man wirklich machen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch ein Mischgas, das hat nur 2,5% CO2. Das kriegt man aber schon nicht mehr im normalen Baumarkt. Da muss man wirklich hier zum Beispiel bei Air Liquide anfragen. Die haben sowas natürlich alles. Und das wäre technisch korrekt für das Schweißen von Edelstahl, von Chrom-Nickel-Stahl. Wenn ich Aluminium schweißen will oder QSI 3 löten will, dann nimmt man Argon. 4.6, 4.8, das heißt 4.6, 4.8 gibt den Reinheitsgrad an. 4.6 reicht für den normalen Schweißer aus. 4.8 oder 5.0 sind Reinheitsklassen, die braucht man wirklich nur im sehr, sehr professionellen Bereich. Und das wären jetzt die Schutzgase. Also ganz normal, Stahl mit Mischgas 82,18, Edelstahl geht es auch oder mit 2,5% CO2, QSI 3 löten und Aluminium schweißen machen wir mit ganz normalem Argon, reinem Argon, wie ich immer so schön sage. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch immer, welchen Brenner bzw. welches Schlauchpaket ich zum Mic-Mac-Schweißen benutze. Das heißt, ich habe hier eine 15 drauf, da eine 25, hier auf dem hier ist auf der anderen Seite eine 24. Da gibt es dann noch viele zusätzliche Bezeichnungen, aber an den Nummern könnt ihr euch immer orientieren, wenn ihr Ersatzteile braucht. Das heißt, ich habe hier außen die Gasdüse, innen die Stromdüse, das ist hauptsächlich das Ersatzteil. Die innere Stromdüse sollte immer dem Drahtdurchmesser angepasst sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt ist der Unterschied zwischen diesen Brennern, das ist ein leichter filigraner Brenner, der ist
ist für alle Arbeiten, wo man nicht so viel Leistung benötigt, sage ich mal bis 120, 130 Ampere. Für längere Strecken ist das sehr gut geeignet. Wenn man mit 200 Ampere schweißen will, dann sind die Brenner wirklich nur für kurze Nähte geeignet. Ansonsten braucht man wirklich einen Brenner, mit dem man wirklich stärker belasten kann. Das ist hier ein MB25 Brenner, da kann man wirklich mit viel Leistung schweißen, da kann man auch kürzere Strecken, sage ich mal, mit 200 Ampere schweißen, richtig lange Strecken, so mit 200 Ampere, da würde ich diesen MB25 nehmen. Ich verwende hauptsächlich den Brenner, weil der kann wirklich schon einiges an Temperatur ab, ist aber nicht zu klobig. Also das ist immer so ein bisschen ein Kompromiss. Die meisten Geräte, die man so im Internet kauft, die haben so einen MB15 Brenner. Gerade wenn man zum Beispiel auch mit Puls schweißt, was heutzutage sehr, sehr beliebt ist, dann ist so ein Brenner völlig ungeeignet. Das heißt, ein Gerät mit Puls und dann so ein MB15 Schlauchpaket, das passt überhaupt nicht zusammen. Wir haben ja gelernt, dass diese Fokussierung des Lichtbogens den Lichtbogen energetischer macht, fokussierter macht, und das erzeugt natürlich Temperatur, und man merkt, wenn man mit so einem Brenner, sage ich mal, mit Puls schweißt oder so, der wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr heiß, und dann sollte man den Schweißprozess auch unterbrechen. Da empfehle ich wirklich so einen Brenner, oder den hier, der ist zum Beispiel beim MEW 202, dem Pulsgerät, das ich hier mit auf dem Tisch habe, dabei. Und genauso findet man so auch die Ersatzteile. Jedes Gerät, was ich hier heute auf dem Tisch hatte, hat einen sogenannten Euro-Zentralanschluss von den Mic-Mac-Schweißgeräten. Ja? Und das ist wirklich immer gleich. Das heißt, wenn ihr euch ein neues Schlauchpaket kauft, ich habe hier schon ein paar Seelen noch bereitgelegt, dann müsst ihr nur darauf achten, Euro-Zentralanschluss, jawohl, wenn mein Gerät das hat, das passt. Die sind immer wirklich alle gleich. Es gibt nur bei sehr speziellen Industriegeräten da nochmal andere Anschlüsse, aber normal ist das wirklich immer gleich. Nächster wichtiger Punkt: In dem Schlauchpaket habe ich eine Teflonseele verbaut. Das heißt, ich habe in einem normalen Schlauchpaket eine sogenannte Stahlseele. Vorne ist der Euro-Zentralanschluss, da geht der Draht durch, der geht durch eine spezielle Seele. Wenn ich jetzt Aluminium verschweißen möchte, wenn ich QSI3 löten möchte, also ein QSI3-Draht verschweißen möchte, verlöten möchte, oder auch Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl schweißen möchte, dann sollte der Draht durch eine Teflonseele gefördert werden. Man merkt wirklich auch einen Unterschied. Der Draht, gerade beim Aluminium oder QSI3, ist auch sehr weich, sehr filigran. Der wird hier viel schonender gefördert. Ein Edelstahldraht, der flutscht hier einfach besser. Und wenn ich diese Seele einmal umgebaut habe, die kann ich im Prinzip für alles verwenden. Nachteil ist, so eine Seele ist natürlich nicht so robust wie so eine Stahlseele. Das muss einem natürlich klar sein. Aber ich habe im Prinzip das Schlauchpaket hier, das verwende ich im Prinzip für alles und schweiße da auch sehr gerne 0,6 mm Stahldraht mit, der flutscht da auch viel besser. Was wichtig ist bei so einer Teflonseele, da gibt es Übergangsstücke, die sind aus Messing, die sollte man unbedingt verwenden, weil hier vorne wird es natürlich sehr warm beim Schweißen. Wenn hier gleich die Teflonseele rankommt, dann schmilzt die. Mit diesem Übergangsstück setzt die Teflonseele hier unten, und da sollte es eigentlich nicht mehr warm werden. Das heißt, am Ende des Tages drei Geräte mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Das haben wir so ein bisschen beleuchtet, haben uns angeguckt, was so die einzelnen Begriffe bedeuten, was für ein Schutzgas man braucht. Am Ende des Tages muss man wirklich immer gucken, was man machen will, was man dauerhaft machen will. Und es gibt natürlich immer viele Leute, die fangen irgendwann mal mit einem Fülldrahtschweißgerät an und dann kaufen sich das nächste Gerät. Das nächste Gerät ist vielleicht auch nicht zielführend, aber man muss natürlich auch mal so ein bisschen gucken, was man machen will, was man ausgeben will, und dementsprechend muss man sich dann orientieren. Das WIG-Schweißen bedeutet Wolfram-Inert-Gas. Das heißt, ich habe ein inertes Gas, das haben wir eben schon gehört. Das wäre in dem Fall zu 99,9% Argon 4.6, 4.8 oder höherwertig. Normal reicht aber für uns alle wieder 4.6. Und ich habe hier eine Wolfram-Elektrode. Diese Wolfram-Elektrode ist nicht abschmelzend. Das heißt, bei der Elektrode, beim Elektrodenschweißen, beim MAC-Schweißen, beim Fülldrahtschweißen, immer war die Elektrode halt stromführend und ist abgeschmolzen. Hier beim WIG-Schweißen schmilzt die Elektrode nicht ab. Darum verwendet man Wolfram mit ein paar Legierungselementen. Man hat hier Schmelztemperaturen von deutlich über 3000 Grad. Die erreicht man nicht, und so kann man mit dieser Elektrode schweißen. Man hat eine
eine Entkopplung von Wärmeeinbringung, also Energieeinbringung und von Einbringung von Schweißzusatz. Und so hat man natürlich unglaublich viele Möglichkeiten mit diesem Schweißverfahren. Das Wickschweißen bietet so unglaublich viele Vorteile. Es ist unglaublich sauber, wenn man da vernünftig mit schweißen kann. Und man hat sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, mit diesem Brenner, ich brauche im Prinzip nur mein Gerät ein bisschen umstellen, gegebenenfalls einen anderen Schweißzusatz nehmen. Ich kann mit einem Gerät, mit einem Schutzgas alles Mögliche schweißen. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, alles überhaupt kein Problem. Brauche keine unterschiedlichen Gase, nicht groß umrüsten. Das ist der Vorteil. Nachteil, das muss man auch immer sagen, bevor wir jetzt nur von Vorteilen reden. Ich brauche deutlich länger, um Wickschweißen zu lernen. Wickschweißen lernt man nicht nebenbei, das muss man wirklich üben. Elektrodenschweißen ist schwierig zu lernen, da muss man auch wirklich länger üben. Fülldrahtschweißen oder das Max-Schweißen oder so, das lernt man in der Regel sehr, sehr schnell, um da erste Ergebnisse zu erzielen. Wickschweißen ist da schon deutlich schwieriger. Wenn man Wickschweißen will, im Gegensatz zu den anderen Schweißverfahren, ist es deutlich sauberer als alle anderen Schweißverfahren. Man hat nahezu keine Dämpfe. Selbst die BG sagt, eine normale Raumlüftung reicht. Das heißt, ich schweiße hier über 7 oder 8 Stunden Wick in meiner Werkstatt. Die Luft ist irgendwann ein bisschen verbraucht. Ich lüfte natürlich mal, aber ich sauge nicht ab. Brauche ich im Prinzip nicht. Wenn die Werkstücke sauber sind, ist wirklich alles ein sehr sauberes Schweißverfahren, ein sehr ruhiges Schweißverfahren. Wenn man alles richtig macht, keine Spritzer, keine Nacharbeit von Nähten und. Also bietet viele Vorteile, aber man muss es halt länger üben. Und man hat den Nachteil, man hat eine niedrigere Schweißgeschwindigkeit und dementsprechend hat man natürlich auch mal schnell mehr Verzug als beim Max-Schweißen oder Elektrodenschweißen. Aber fangen wir doch ganz einfach mal bei den Grundlagen an. Das heißt, man hat ein Wick AC/DC Schweißgerät oder ein Wick DC Schweißgerät. Das rechts hier ist ein DC-Schweißgerät, das heißt, es ist ein Gleichstrom-Schweißgerät. Damit kann ich Stahl schweißen, damit kann ich Chrom-Nickel-Stahl, also Edelstahl schweißen. Ich kann damit zum Beispiel auch Werkstoffe wie Kupfer schweißen. Was ich damit nicht schweißen kann, ist Aluminium. Das ist ein Wick AC/DC Schweißgerät und AC steht für Wechselstrom und mit dem Wechselstrom ist es möglich, auch Aluminium zu schweißen. Das ist der Riesenunterschied und das ist auch halt die Sache, wenn man sich für ein Wick-Schweißgerät interessiert, fürs Wick-Schweißen interessiert, dann sollte man überlegen, will ich wirklich Aluminium schweißen oder schließe ich das komplett aus? Man muss sagen, von wegen, wenn man solche Geräte heute sieht, die sind wirklich sehr kompakt, sehr günstig geworden. So ein Gerät kostet 300 € oder 330, 340, ich weiß es jetzt nicht genau, ich verlinke es hier unter auf jeden Fall. Ist aber sehr günstig für ein Einsteigergerät, inklusive Masse, inklusive Schlauchpaket. Ich habe da separate Videos und sowas kostet ungefähr 600 €, ist also wirklich auch, oder ich glaube 550 sogar nur. Das ist ein Wick AC/DC Schweißgerät. Das ist wirklich der ganz große Unterschied und das muss man sich halt auch überlegen. Riesenvorteil, wie gesagt, beim Wick-Schweißen extrem sauber, ein Schutzgas, ich kann damit alles schweißen, ich habe damit tolle Möglichkeiten, ich habe davon ohne Ende Videos und es werden noch ohne Ende Videos mehr kommen. Jetzt will ich natürlich die wichtigsten Punkte zum Wick-Schweißen auch noch mit euch besprechen. Punkt 1 ist die Elektrode. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Das heißt, ich habe immer, die Elektrode ist aus Wolfram und wird dann mit verschiedenen Elementen zulegiert, um verschiedene Eigenschaften zu erreichen. Ich verwende grundsätzlich, das kann ich euch auch immer nur sagen, was ich verwende, Gold, wenn ich nur DC schweiße, dann empfehle ich die auch. Wenn ich aber, was ich hier mache, mit Wechselstrom auch schweiße, auch Aluminium schweiße, dann kann ich euch wirklich nur die pinke wärmstens ans Herz legen. Die funktioniert für Aluminium, für Stahl, für Edelstahl, die funktioniert wirklich für alles. Sehr schöne Elektrode, 2,4 mm, 1,6 mm wirklich nur, wenn ihr nur speziell sehr, sehr dünne Sachen, sage ich mal, unter Millimeter schweißt. Ansonsten 2,4er deckt wirklich alles ab. Erst wenn man so ab 5, 6, 8 mm regelmäßig schweißt, dann kann man eine 3,2 mm Elektrode verwenden. Was unterscheidet jetzt noch verschiedene Arten von Wick-Schweißgeräten? Und das sind wirklich die Einstellungen. Man sieht hier eben, wie dieser Punkt hier so schön wandert. Das ist die sogenannte Schweißrampe.
Die Schweißrampe gibt es praktisch bei jedem Gerät. Es passiert immer was, wenn der Lichtbogen zündet, wenn der Lichtbogen am Ende abreißt oder wenn man den beendet. Egal ob ein Elektronenschweißgerät, ein Fülldrahtschweißgerät, ein MIG-MAG-Schweißgerät oder halt auch ein WIG-Schweißgerät. Beim WIG-Schweißgerät, verfahrensbedingt und weil man da wirklich so viele schöne Möglichkeiten hat, die auch nutzen will, ist so eine Schweißrampe wirklich elementar wichtig. Es gibt bei mir ein Video, wo ich die wirklich komplett erkläre. Ich will hier nur noch mal sagen, von wegen, man sollte wirklich immer darauf achten, dass man ein Gerät hat, wo man eine komplette Schweißrampe hat, die man auch wirklich komplett einstellen kann. Sowas stellt man im Prinzip an so einem Gerät hier einmal ein. Man stellt sich das einmal ein, hinterher wechselt man vielleicht zwischen AC, DC. Man kann immer noch mal die Leistung variieren, vielleicht für andere Werkstoffe noch mal so ein paar Parameter anpassen. Aber im Prinzip Gerät einmal eingestellt. Man hat dann das alles eingestellt und dann kann man damit schweißen und stellt im Prinzip die Leistung nur noch um. Aber wenn man diese Schweißrampe nicht einstellen kann und das nicht alles vorgegeben ist, beziehungsweise gar kein Wert vorgegeben ist, das ist wirklich schlecht. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Kauft euch immer ein Gerät mit einer Schweißrampe, die man einstellen kann. Jetzt haben diese beiden WIG-Schweißgeräte, ich habe hier die Steuerleitung, das ist die Steuerleitung mal abgemacht, die haben noch einen riesengroßen Unterschied. Das heißt, hier sieht man 2 Pins und hier hat man 5. Wofür ist das Ganze da? Das ist die Steuerleitung, die sagt normal vorne hier am Brenner, wenn ich auf den Taster drücke, an und aus. Das heißt, ich beende den Prozess, ich starte den Prozess. Und dafür reichen natürlich diese 2 Pins. Jetzt gibt es aber auch noch andere Sachen, die ich mit diesen Pins machen kann. Und da gibt es die sogenannten Schlauchpakete, die man hier einstellen kann. Das heißt, ich habe hier ein Rädchen oder ich habe einen Up-and-Down-Taster und kann damit meinen Strom variieren. Entweder beim Schweißen, dass ich beim Schweißen reguliere, ich brauche ein bisschen weniger Strom, ich brauche ein bisschen mehr Strom. Das kann ich daran anschließen, das könnte ich also hier nicht anschließen bei so einem zweipoligen Anschluss. Das haben aber die meisten DC-Geräte und die AC-DC-Geräte haben meistens immer die Möglichkeit, sowas anzuschließen. Da könnte ich auch den sogenannten Fußschalter mit anschließen. Mit einem Fußschalter würde ich auch das An und Aus hier ausschalten, wenn ich den Fußschalter anschließe und kann dann halt mit dem Fußschalter das Gerät anschalten, ausschalten und kann mit diesem Fußschalter gleichzeitig den Schweißstrom regulieren. Was bringt mir das jetzt, wenn ich mit dem Fußschalter den Schweißstrom reguliere? Das heißt, damit kann ich zum Beispiel beim Aluminiumschweißen am Anfang deutlich mehr Leistung geben. Da nehme ich zum Beispiel 160 Ampere, weil es hier gerade eingestellt ist, und drücke den Fußschalter voll durch. Und wenn das Aluminium dann wärmer wird, dann braucht es deutlich weniger Leistung, dann kann ich danach zurückgehen. Das ist auch so eine Sache. Fußschalter werden wir demnächst nochmal als Thema behandeln. Ich habe mir noch einen neuen bestellt für das Gerät und für das Gerät. Da gibt es schöne Varianten jetzt mittlerweile. Aber man kann natürlich auch definitiv Aluminium ohne Fußschalter machen. Ich mache das seit Jahren und ich kenne ohne Ende Leute, die Aluminium ohne Fußschalter schweißen. Und an dem Gerät kann man natürlich auch einen Fußschalter anbringen. Das ist dann aber nur ein zweipoliger. Das heißt, der kann dann wirklich nur an und aus. Die Mehrpole braucht man, um hier wirklich diese Regulierung des Schweißstromes zu erzielen, ja, mit einem Fußschalter. Das hat viele Vorteile beim Aluminiumschweißen, ansonsten ist es eher unüblich. Was ich auch nicht empfehlen kann, ist wirklich diese Schlauchpakete hier, das Verstellen oder so. Oft ist es so, die Leute kommen da immer wieder gegen, verstellen ihr Schweißgerät oder so. Das ist auch so häufig eine Frage. Alle wollen irgendwo ein Schweißgerät, weil sie sich vorstellen, beim Schweißen, ich habe zu viel Strom, dann stelle ich das mal hier ein. Wenn man so diese ganze Handhabung sich vorstellt, man schweißt hier mit, man gibt Zusatz dazu und dann verstellt man hier noch nebenbei noch mal kurz den Strom oder so, ist wirklich, funktioniert nicht. In der Praxis kommen die Leute eher hier gegen, verstellen alles. So, das waren jetzt eine Menge Informationen zum Schweißen. Ich habe bei YouTube weit über 500 Videos. Ich empfehle immer jeden anhand von so einem Video sich erstmal grundlegend zu informieren und dann kann man wirklich immer weitergehen, sich über irgendwelche anderen Videos von mir oder von anderen Leuten sich da informieren, was man so genau machen will und man kann sich über die verschiedensten Verfahren informieren. Das waren so die grundlegenden Verfahren, ganz kurz mal angesprochen und halt zu jedem Verfahren immer mal kurz was erzählt. Die häufigsten Fragen, die häufigsten Kommentare, die dazu kommen, einfach mal kurz erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Wenn ich die nicht sofort
beantworte, schreibt mir noch mal eine kleine Erinnerung. Da manchmal geht auch mal was unter bei mir. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über nette, freundliche, konstruktive Kritik und konstruktive Kommentare unter solchen Videos. Und ich verlinke alles, was ich hier so vorgestellt habe, was mir jetzt so einfällt. Ansonsten bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.